Hi guys, another double spread in my little square junk journal here in my series Smalls. Start with the first one with some tissue paper here and cover the whole background with it, and that that saves you from stamping and whatever you will do. It's a very good method to get a lot of visual texture onto your pages. I will go over with some gesso and start here with the spatula, but I changed that quickly to a brush because I didn't want to have it, so I wanted to have it more dry on, and I will go over with the cloth and stuff like that. I wanted it just to be on very sparingly, so using a dry brush, taken off a lot, and then with a dry cloth I will dab off another bit as well. Hallo ihr Lieben, heute wird es mal wieder eine Doppelseite geben in meinem kleinen quadratischen Junk Journal und starte hier mit dem Seitenpapier, das ja schon bedruckt ist. Das erspart dann ähm, ganz viel Stempeln und was auch immer, weil man hat sofort diese sichtbare Textur im Hintergrund, und ich wollte da jetzt nicht ganz so viel extra reinbringen. Ich finde den Hintergrund oder dieses Papier schon sehr schön. Es wird eine maritime Seite, darum das Blau jetzt auch schon. Habe auf der rechten Seite, hatte ich erst mit dem Spachtel angefangen mit Gesso, aber das war dann doch zu dick, weil ich wollte das ein bisschen ein bisschen mehr ähm, ja, Distress da drauf haben, gar nicht so dick und so deckend. Deswegen habe ich das meiste wieder runtergenommen mit dem Pinsel erst und dann mit einem trockenen Tuch nochmal drüber. Hier auf der linken Seite mache ich es dann mit meinem Finger, einfach eine dünne Schicht hier und da und auch unterbrochen. Ich wollte das jetzt nicht so korrekt da drauf haben. Ich werde hier zwei Fotos benutzen. Auf der rechten Seite diesen Leuchtturm und auf der linken Seite ein Bild von meinen Lieben. Hier benutze ich so ein sehr, sehr texturreiches, wie nennt man das, so geprägtes Papier. Und das stellt dann so Felsen dar, der Felsen, auf dem der Leuchtturm ist. You know, I'm using two pictures here, photos on this spread, and it will be here the lighthouse. You can see it already, and on the left there will be a photo of my loved ones, and use a very textured embossed paper here. It's a bold one. It's not that I embossed it myself. So that will represent rocks where the lighthouse stands on, very solid. I cut off a bit more because it was a bit too wide and too long, but then decided to use the stripes I cut off, and I will cut them into half again and will use them on both sides as a little gimmick. Yeah, just artistic thing. So first I thought I will put it there, but I will put it next to it. It's much nicer. Ich habe jetzt hier noch von dem Foto abgeschnitten. Es war mir noch zu groß und zu lang. Habe mich dann aber entschieden, das, was ich abgeschnitten habe, nochmal in der Mitte durchzuschneiden und dann rechts und links anzubringen. Einfach so als künstlerischen Touch. Fand ich eigentlich sehr hübsch. Und das ist jetzt das Foto von meinen Lieben. Das ist Peter und die Jungs. Das kommt auf die linke Seite. Das klebe ich jetzt einfach auf die. Das ist ja Fotopapier von meinem kleinen Drucker hier. Und das klebt, ist ja selbstklebend. Das sind ja solche Sticker. Und da brauche ich nichts. Brauche ich kein Glue hier, kein Kleber oder so. Das ist immer ganz praktisch. You know, that photos or the photo paper that stickers, so that's quite good. You don't need to glue it down with glue, so I quite like it. So for the background, or to layer this picture, I wasn't sure what to use. Started here with some
leftover paper I had, and yeah, in this bluish thing, and wasn't happy about that. And that's a process I'm going through, having a look what works best. And in this case, the background was already very busy, and I didn't want to have it too busy. So this one, I quite like that washi tape, but it was pretty busy. So I will use this one and will tear it again. That's what I like to do. You might know that when you're watching my videos. Prefer to use washi tape torn apart. It looks so much, it gives more texture, visible and haptic as well. So I really, really like to do that. Ich habe jetzt hier diesen Prozess eben mit dem Hintergrund. Da gucke ich dann halt immer, was nehme ich, was passt gut. Und letztendlich, ja, ist der Hintergrund ja schon sehr, sehr unruhig, habe ich mich dann für das Washi-Tape, das ihr hier seht, entschieden. Und ich zerreiße das ja immer sehr gerne. Das da bekommt man halt auch immer so eine schöne Textur direkt aufs Papier. Deswegen finde ich Washi so zu benutzen eigentlich meistens ziemlich langweilig. Aber gut, ja, manchmal passt es halt, aber meistens zerreißt es dann doch. Und hier My Rocks natürlich. Das war die Symbolik auch hinter diesen Steinen auf der rechten Seite und so weiter. So that was the first one, and my rocks, of course, because of the rocks on the right, or the paper that symbolize the rocks, and yeah, so very symbolic, this. So the next one is just made from leftovers actually, and yeah, the focus here is on this tag shape. It's just the shape. It's a cleanup paper I used to get some gesso on a tag, and you can see it left the shape of it. And very thin deli paper, and a lot of paint was on it anyway. So, and this inked note, yeah, little scraps there. I wrote with ink on it, dark ink. You can see it. That's why I put it on the reverse, and it peeks a bit through. Not very defined, but you can see it. So that's my focus here, and I will use with a lot of other leftover not a lot, but a few other bits and bobs here, and build up a page. Hier habe ich jetzt so ein Daily Paper benutzt. Das war ein zum Abdecken. Da habe ich ein Tag mit Gesso gecovert, ja. Auf einen Tag Gesso draufgepackt und das Papier drunter gehabt als Schutz. Da hat sich das natürlich komplett abgezeichnet, was absolut super ist. Da war schon eine Menge Farbe drauf und das war einfach zu gut, um das wegzuschmeißen. Und das benutze ich hier als meinen Fokus im Hintergrund. Und also der Hintergrundfokus. Ich habe dann noch einen Fokus im Vordergrund. Das ist ein Foto meiner Tante. Das kommt zum Schluss drauf. Benutze dann aber hier noch so ein paar Sachen, die übrig geblieben sind von anderen Projekten. Ich habe ja diese ominöse Schatzkiste, aber so eine kleine Kiste, die, ja, da kommt alles rein, was so überbleibt, so Schnipselchen hier und da. Ich müsste sie mal ausmisten, aber die wird immer voller. Ja, das ist ganz gut, wenn man dann keine Inspirationen hat, oder wenn man jetzt nicht unbedingt eine Idee hat, dann setze ich mich mit dieser Kiste hin und suche mir so ein paar Stücke raus, und dann kommt das schon relativ schnell. Das inspiriert mich schon sehr. Hier hatte ich natürlich im Hintergrund, da habe ich gesagt, da fehlt noch Farbe. Und wenn ich so rot habe, dann denke ich immer an grün. So, Komplementärfarben finde ich einfach eine super Kombination, weil es einfach immer ein super schöner Kontrast ist. I wanted to have some paint or colors going on in the background, and because of the red, I used green because I really like complementary colors, and the contrast is just always so nice. So that's why I did that. And to get a bit more dimension in it, I went with this charcoal pen at the edges here
to shade it, and you immediately have some really good contrast and dimension, and really like that. So now, using all my bits and bobs here, glue them together, and they are getting glued onto the page as well. And the foreground focus here will be a picture of my own. It's photocopied on photocopy paper, so very thin. And what I first wanted to do, this is a little tab actually, it says family. What I wanted to do actually is I just wanted to have her face, her head on that project, but it looked awful, so that's why I put the whole body on it. Later you will see. Here I just scrape some black paint onto that piece here, because I want to use it as a background I'm writing on with white later. Some splatters. Ich habe jetzt hier mit diesem schwarzen Streifen, den habe ich gemacht, weil ich da drauf schreiben wollte, das wusste ich schon. Ein paar Sprenkel hier noch, und dann habe ich jetzt als Vordergrund, hatte ich ja schon gesagt, das Foto meiner Tante. Das war schon eine Fotokopie auf dünnem Papier, wollte eigentlich nur den Kopf, aber dann, als das draufgeklebt war oder das drauf lag, sah das aus, als wäre geköpft worden. Das fand ich dann wie scheußlich. You know, as I said, I just wanted to use her hand, but it looked like she was beheaded. It looked awful, so that's why I put her body back on again. It looked much better. It looked awful. So the black paint has dried now, and I will write on it. It says Auntie. So ich habe jetzt, die Farbe ist jetzt getrocknet hier, das Schwarz, und da habe ich jetzt Tante draufgeschrieben, also in Englisch Tantchen, was weiß ich, so der Kosename für Tante, Auntie. And that's it. The close-up is coming already, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with what next project. Until then, wish you fantastic times, stay all healthy, be careful, but never forget to be creative. Bye bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Seid weiterhin vorsichtig. Vergesst nicht, immer schön kreativ sein. Und gesund bleiben natürlich. Bleibt alle gesund. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.